Hat Philipp Köhn einen Schnauzer? Bin ich, glaube ich, gar nicht auf dem aktuellen Stand. Weiß auch nicht, wie der entstanden ist, aber es war bei der WM in Katar. Es hat etwas gedauert. Ja, mit Geduld. Hallo liebe Fans, hier ist der Philipp Köhn für die Google Auto Complete Challenge. Frage 1. Ist Philipp Köhn stark? Mag vielleicht nicht immer so aussehen, von der Körperstruktur eher ein bisschen schlanker, aber das hat nicht viel zu sagen. Ein bisschen Stärke habe ich, denke ich, auch. Frage 2. Wie groß ist Philipp Köhn? Wir haben eine neue Waage bekommen. Ich bin da nicht so ganz überzeugt davon, aber ich würde sagen 1,90. Wie alt ist Philipp Köhn? Im Team fühle ich mich schon jetzt mittlerweile sehr alt, aber dennoch erst 25 und von daher auch noch relativ jung. Ist Philipp Köhn Deutscher? Ja, bin ja in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland geboren. Meine Mom kommt aus der Schweiz, ist in der Schweiz geboren. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, für die Schweiz zu spielen. Und mittlerweile ist es dann natürlich auch eine Herzensangelegenheit für die Schweiz, das Trikot zu tragen. Wo ist Philipp Köhn geboren? In Deutschland, wie gesagt, Dienstlaken. Mittlerweile wohnen wir nicht mehr dort, aber dort habe ich meine Kindheit verbracht und bin ja relativ früh auch nach Stuttgart ins Internat und bisschen was gesehen von Deutschland. Ja. Was ist die Copa Philipp Köhn? Ja, das ist zu meiner Leipziger Zeit entstanden. Da war ich dann mal in Brasilien bei einer Fußballschule. Damals war es noch keine Fußballschule, aber bin einfach dorthin gereist, um mir das mal so ein bisschen, so einen Einblick zu verschaffen, wie das dort aussieht. War schon sehr eindrucksvoll, was für wenig Materialien oder Gegebenheiten dort vor Ort die Kinder dort Spaß haben am Fußballspielen. Ich hatte ein paar Sachen da mitgehabt und dadurch ist das so ein bisschen größer geworden. Das Fernsehen war sogar dort vor Ort und mega cool. Mittlerweile ist es dann wirklich groß geworden. Ich hatte auch mal wieder Sachen hingeschickt und dann haben sie eigentlich ohne mich zu fragen, das war so eine Überraschung für mich, einen eigenen Cup, einen eigenen Pokal nach meinem Namen in die Welt gebracht und das machen sie, glaube ich, jedes Jahr und ich bekomme da ab und zu dann auch ein paar Bilder und sieht schon sehr cool aus. Wer ist Philipp Köhns Idol? Habe ich eigentlich nie so wirklich eins gehabt. Also klar, wenn man nach Deutschland guckt, Oli Kahn, Jens Lehmann, mittlerweile ja dann Manuel Neuer, aber ich bin da gar nicht so auf einen fixiert gewesen, Jahre lang, sondern ich habe mir viel angeschaut, gerne Fußball geguckt, was ich auch immer mittlerweile noch tue und mir da auch viele Spiele von Torhütern angucke, die ich vom Spielstil ganz interessant finde. Und so war das eigentlich auch über die Jahre. Also viele Torhüter gerne gemocht und Gigi Buffon hat natürlich auch dazu gehört. Ist Philipp Köhn bei Social Media? Ja, bin ich. Bei Instagram ein bisschen mehr aktiv, Facebook habe ich auch, aber das sind so die beiden Plattformen, die ich eigentlich nutze. Ist Philipp Köhns zweiter Vorname François? Ja, das ist mein zweiter Name. Manche haben natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, ihn auszusprechen, aber für alle, es ist François. Das ist Tafel Nummer 1 gewesen. Hat Philipp Köhn einen Schweizer Dialekt? Nein, ich würde fast eher sagen, mittlerweile ein bisschen österreichisch dabei, weil ich ja schon eine gewisse Zeit hier bin. In der Schweiz eigentlich nur ein Jahr gelebt, bei meiner Ausleihe in Wiel und davor meiner Jugend natürlich und Kindheit in Deutschland verbracht. Daher eher Hochdeutsch. Welchen Marktwert hat Philipp Köhn? Bin ich, glaube ich, gar nicht auf dem aktuellen Stand. 3-4 Millionen könnte sowas drin kommen. Aber ich bin da jetzt nicht so, dass das wichtig für mich ist. Hat Philipp Köhn einen eigenen Song? Ja. Weiß auch nicht, wie der entstanden ist, aber es war bei der WM in Katar. Und da war ich sogar auf dem Zimmer, das weiß ich noch. Habe da in der Playstation gesessen und auf einmal gucke ich auf Instagram und finde da so einen Song von einer sehr bekannten Seite, Fußballseite auf Instagram. Und die haben dann einen Song für mich gemacht. Hat mich extrem gefreut. Kam, glaube ich, auch sehr gut an. Bei all den anderen Fans war eine außergewöhnliche Erfahrung insgesamt natürlich und dann mit so einem Song noch ein bisschen unvergesslicher geworden. Hat Philipp Köhn Geschwister? Yep, ich habe eine ältere Schwester. Hat Philipp Köhn Manuel Neuer auf einer Gartenparty kennengelernt? Ja, das stimmt. Zu meiner Schalker Zeit war er auch noch dort. Und mein jetziger Berater war damals sein Torwarttrainer. Und da hat dann ein anderer Torwarttrainer aufgehört gehabt und wir hatten dann eine Gartenparty organisiert mit allen
ja, von jung bis alt, die Torhüter waren dann vor Ort. Da hatte ich ihn mal kennengelernt und als wir dann gegen die Bayern gespielt hatten beim Rückspiel, ja, haben wir uns einmal kurz ausgetauscht und ja, war schon sehr cool. Und ich glaube, er hatte mich jetzt auch nicht so in Erinnerung. Ja, war schon cool, dass man dann von klein auf den Weg verfolgt und dann mal gegeneinander spielt. Hat Philipp Köhn einen Spitznamen? Also in der Mannschaft nicht. Familiär gibt es da schon einen. Weiß jetzt nicht, ob der an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Nicht, dass die Fans mich auch noch so nennen, von dem her behalte ich den erstmal für mich. Wo hat Philipp Köhn in der Jugend gespielt? Angefangen bei den Bambinis bei SuS 09 Dinslaken, in meinem Heimatort. Dann bin ich zum MSV Duisburg, U8, U9, U10, U15 bei Schalke. Dann nach Stuttgart gegangen bis zu Ende der Jugendzeit. Ein Jahr in Leipzig gewesen. Jetzt mittlerweile mein 5. Jahr hier in Salzburg. In der Zwischenzeit war ich natürlich auch ein Jahr in Wiel in der Schweiz. Ja, wie schon vorher erwähnt, habe einiges in Deutschland gesehen, aber mittlerweile fühle ich mich pudelwohl hier in Salzburg. Die Frage ist, glaube ich, selbst beantwortend, aber hat Philipp Köhn einen Schnauzer? Mittlerweile ja. Es hat etwas gedauert, aber ja, mit Geduld. Hat sich im Fußball auch bewiesen. Beweist sich, glaube ich, auch im Bartwuchs. Hat Philipp Tattoos? Nein. Ich bin bisher noch nie Fan von Tattoos gewesen. Ich glaube, ich bin auch nicht der Typ dafür, dem das jetzt stehen würde. Manchen Jungs steht's. Ich habe auch schon viele Jungs gesehen, bei denen es super aussieht. Aber von mir persönlich würdet ihr, glaube ich, keine Tattoos sehen. Das war's mit der Google Auto Complete Challenge und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.